Heute ein weiteres Gear Reference Video zum Kommando Spezialkräfte. Diesmal wieder Zeitraum 2002-2003, aber es wird, was die Ausrüstung angeht, ein bisschen technischer. Wir sehen zwar immer noch mal die zweite Generation der Kampfmittelweste, aber dafür gibt es jetzt auch das Peltor Soundtrap dienstlich geliefert und wir sehen es auf den Bildern. Ja, dann starten wir mal rein. Also Zeitraum ist wieder so roundabout 2002, 2003. Jetzt zum Teil spreche ich dann halt an, wo es die Neuerungen in der Ausrüstung gab und was wir halt so sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Also das erste Bild ist irgendwann mal gepostet worden, eben von der GDK, Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten, zum 20-jährigen Bestehen des KSK. Und hier noch so ein äh, Bild aus dem frühen Zeitraum in Afghanistan. Das Bild ist auch schon öfter von mir verwendet worden. Und zwar gerade auch wegen dem Blackhawk Kommando Chest Harness, also Blackhawk Chest Trick ist es, der heißt halt noch Harness, wo hier noch an den Schultergurten zwei Blackhawk Doppelhandgranaten angebracht wurden, Handgranatentaschen angebracht wurden. Die haben noch die alten Alice-Verschlüsse und hat er da halt vorne mit angebracht, um halt eben nochmal Handgranaten oder ähnliches in der Größe mitzuführen. Hier vorne im Kartenfach vom Blackhawk sehen wir eine PTT eingesteckt. Oder vielleicht auch ein Funkgerät, sieht mehr wie eine PTT aus, weil hier ein bisschen so kabelmäßig was dabei ist. Und hier vorne ganz leicht zu erkennen ist auch das Blackhawk-Logo. Unten drunter haben wir so ein Fanny Pack, also eine Bauchtasche. Das ist, habe ich auch schon mal vorgestellt. Gibt es von Eagle und von Blackhawk. Ich glaube, das hier ist die Blackhawk-Version, wo ein integriertes Holster mit drin ist, ne? Ist natürlich nicht so super schnell zugänglich, aber die Waffe ist auf jeden Fall vor dem Element Staub und Dreck geschützt. Und damals war es ja auch noch nicht so mit Highspeed, jetzt Pistole ziehen, auf Schnelligkeit etc. Ja, oben einfach hier T-Max getragen, Wiley X, Sonnenbrille und den erste Generation Kara Wüstensmog an, alle beide. G36 KA2. Nee, G36 KA1. Hier noch mit EOTech 551, also das mit dem kurzen Batteriefach bei allen beiden. Genau. So, dann gucken wir mal in die nächste Schicht. Und zwar hier, das ist bei beiden identisch, sehen wir die Schultergurte vom PLCE von Arktis. Leider ist nicht ganz zu erkennen, welche Farbe da ist oder da genutzt wird. Gab es natürlich auch in Flecktarn, DPM, Oliv etc. Ich habe es bei den Kampfschwimmern schon angesprochen in dem einen Video, wo es in Oliv und DPM getragen wird. Beim KSK habe ich es auch schon in Flecktarn gesehen. Ja, weiß man halt nicht genau. Taschen können wir leider auch nicht genau erkennen. Hier hinten sehen wir noch eine Tasche mit diesem spanischen Verschluss. Sieht von der Form her ziemlich doll nach der normalen Bundeswehr-Feldflaschentasche aus. Genaueres können wir da jetzt leider nicht sagen. Und der andere trägt ebenfalls eben das Arktis PLCE Belt Kit. Hier vorne erkennt man schön den Verschluss und hier den gepolsterten Gurt von Arktis. Ja, hier noch, trägt noch eine Staubschutzbrille. In den drei Strichen weiß ich nicht, ob das die Squad war oder die UFEX. Werde ich sonst noch mal versuchen zu recherchieren. Genau. Aber halt eine schöne Kombination hier Chestrick und PLCE. Hier nur PLCE. Gerade sowas wurde zu den frühen Zeiten noch gerne getragen. Auch das normale britische PLC übrigens auch. Gehe ich mal bei einem anderen Video drauf ein. Hier noch ein Foto von Elitani. Da haben wir später noch ein Bild in der anderen Ansicht. Vielleicht kommt es auch danach. Hier deutsches KSK mit dem polnischen Grom. Der Grom-Soldat hier in der Mitte mit der polnischen Uniform, eben M4 etc. Genau. Wir gucken uns mal die Kameraden hier vorne an. Auch hier ebenfalls schon das G36K1, EOTech 551, kurzes Batteriefach.
Und ansonsten die erste Version der Wüsteneinsatz-Kampfhose tragen hier alle beide, beziehungsweise der dritte auch, den sehen wir aber später von der anderen Seite. Hier die ähm, dritte Generation der Multifunktionsweste KSK. Hier drüben die zweite Generation, die noch den Reißverschluss vorne in der Mitte hat. Und hier sind auch noch die frühen Mehrzwecktaschen, die später dann in einer anderen Form vorhanden waren. Und zwar dann mit dem Kunststoffverschluss. Trägt auf jeden Fall der Kamerad hier, den sehen wir aber dann erst später. Hier drüben noch eine andere Staubschutzbrille, genau gar nicht zu erkennen, könnte ein ziviles Uwex-Modell sein, ist halt schwer zu sagen. Ja, am Fahrzeug hier hinten noch MG3 auf Lafette mit Kunststoffgurtkasten, ein bisschen abgetarnt. Hier drüben das G8 mit Zielfernrohr. Ja, Holster hier drüben könnte das ganz normale dienstlich gelieferte sein, was mit im Satz der Kampfmittelweste ist leider nicht so genau zu erkennen. Das Bild ist relativ klein, nicht so die beste Qualität, habe ich aber mit reingenommen, weil wir hier nochmal eine Rückenansicht haben von einem Soldaten. Auf jeden Fall KSK-Kontext und der trägt hier die Bundeswehr-Lochkoppel. Sehr wahrscheinlich sehr frühe Zeit. Hier scheint die Feldflaschentasche Flecktarn zu sein, sieht man recht gut. Rest schwer zu sagen, ob auch Flecktarn oder noch Oliv. Wäre auf jeden Fall beides möglich. Ob das jetzt ein KSK-Soldat ist oder eben irgendwelches Personal, was halt attached ist, wie ein Arzt etc. oder sonst irgendwas, lässt sich nicht genau sagen. Aber hier eben nochmal die Koppel bei den Spezialkräften. Hier ein ja, früher recht berühmtes Bild, das sieht man heutzutage nicht mehr so häufig. Ähm, Ich mache einfach mal von oben an. Schemak, die beigen Tropenhüte, wahrscheinlich noch die Version, die im Somalia-Einsatz getragen wurden. Hier eine Basecap, Schwert und könnte hier vielleicht die Fledermaus sein, deswegen vielleicht zweite Kommandokompanie. Alle ansonsten tragen erstmal den normalen Scharrer, Smog und die Einsatzkampfhose der ersten Generation Wüstentarn. Ähm, ja, G36, KA2 mit dem äh, normalen Tragegriff und dem HKV, also dem Hauptkampfvisier. Hier sehr wahrscheinlich überall vertreten bei den Kameraden. Schon das normale EOTech 552 mit dem langen Batteriefach. Hier noch mit AG, genau, LM. Hier noch zwei Beine am Handschutz. Hier ebenfalls. Genau, der Kamerad hier drüben trägt eine Arktis Kampfmittelweste. Ob Flecktarn oder DPM die Ursprungsfarbe mal war, ist nicht nachvollziehbar. Welche Version genau ist auch schwierig. Ich denke mal, aber die Version, wo hier oben nochmal ähm, die zweite Mehrzwecktasche ist, hier drüben mit dem Handgranaten- und Kompasstasche, hatte ich ja schon mal angesprochen, dass die Westen von Arktis sehr beliebt waren beim KSK. Ja, hier sehen wir schon bei dem Kameraden und bei dem, beide tragen das Kajak-Chest-Rig, was für die Bundeswehr fürs KSK im Kajakeinsatz zur Verfügung gestellt wurde, war sehr populär in Afghanistan. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Den Link blende ich euch mal mit ein. Auch mit schönem Paintjob versehen. Hier noch Magazine zusammengetaped und so. Und der Kamerad hier drüben trägt sehr wahrscheinlich auch ein Arktis Westen- oder Chestrick-Modell. Jetzt so würde ich eher sagen, weil man hier oben recht wenig erkennen kann, könnte es vielleicht ein Chestrick sein. Ja, sieht man hier ganz schön an der Klappe und hier am Verschlusssystem, ähnlich wie hier. Hier die Klappe ist anders, also hier war kein Kajak, Chestrick. Genau. Ansonsten, ja, wieder ein Wolf, Maschinengewehr drauf hinten mit dem Griffstück, was auch bei den Doorgunnern genutzt wird. Die Baltes Wüstenstiefel sind hier noch zu sehen. Genau. Und ansonsten ja hier noch Schnur, um das Magazin gut ziehen zu können. Jedenfalls gehe ich dabei davon aus, dass es das ist.
nochmal zusätzlich angebracht. Ach ja, und LMs sind auch schon überall vorhanden, so wie hier noch der Heckler& Koch Turmgriff. Sieht man ja auch nicht ganz so häufig in der Phase, dass der von Heckler& Koch genutzt wird. Sonst ist es auch immer gerne der von Knights Armament. Ja, nächstes Bild, Munitionsfund, irgendein Lager. Hier ein Soldat des Kommando Spezialkräftes. Man kann nicht viel erkennen, aber wir sehen die Castex-Verschlüsse von den Taschen, so wie hier drüben. Und das sieht ziemlich doll nach einem britischen Waistcoat aus, also der britischen Kampfmittelweste oder ein Produkt vom zivilen Markt, was man da noch kaufen konnte. Hier oben die Verschlüsse zum Verstellen der Länge. Ist halt sehr schwer zu erkennen, aber die ja, Westen im Schnitt des britischen Waistcoats waren ja auch sehr populär. Hier ein Bild, was mal im Battle Display Forum gepostet wurde. Ja, scheint schon ein bisschen kälter zu sein. Einmal noch Basecap und ansonsten die Wintermütze. Und hier sehen wir es schon. Hier haben wir schon zweimal auf jeden Fall das Peltor, den Peltor Soundtrap, das frühere Headset beim KSK, hier mit dem Mikrofon oder hier sieht man es auch nochmal. Alle vier, was heißt alle vier, alle drei hier auf jeden Fall tragen auch wieder das Tajak Chestrig, hier noch irgendwie Verbandszeug mit angebracht, PTT etc. Hier sieht man ganz schön das schwarze Gummi an den Tragegurten. Ob das hier auch schwarz ist und nur wegen der Sonne so aussieht, ist schwer zu sagen. Gibt es nämlich auch nochmal mit Olivengummizügen. Genau, Waffen recht unverändert zu dem Punkt gerade eben. Auch wieder mit Zweibein und AG etc. So, der Soldat hier vorne, ist sehr schwer zu erkennen, was der für eine Weste trägt. Ob es vielleicht in den Kajak vielleicht, ja, was der Kamerad hier vorne trägt, ist recht schwer zu erkennen. Auf jeden Fall eine Flecktarnweste. Die Klappen sehen so minimal nach Arktis aus. Ist halt einfach recht schwer. Ähm, Was wir aber noch erkennen, sind die Holster der beiden Kameraden hier hinten. Auf jeden Fall hier das Holster zur Multifunktionsweste KSK und hier drüben das Eagle Industries Holster aus dem Satz Retten und Befreien in Schwarz natürlich. Ja, und ansonsten sehen wir hier ganz schön die Mela SK-Schutzweste, SK für Spezialkräfte. Hier mit Kragen auch getragen. Das ist auch nicht immer so zu sehen. Genau, ja. Nochmal ein paar Winterhandschuhe, schwer zu identifizieren. Genau. Ansonsten Schuhe, das könnten so ganz klassische ähm, Hanwag Gebirgsstiefel sein oder waren das die von Meindl, so ein richtig Oldschool-Design. Aber das ist halt auch nur Spekulation. Und bei Stiefeln bin ich auch nicht so tief drin. So, hier das besagte Bild von vorhin. Nochmal die Angehörigen vom Kommando Spezialkräfte, die vorhin mit dem polnischen Soldaten zusammenstanden. Den Kameraden hatten wir ja schon und den. Jetzt haben wir nochmal den auf der anderen Seite. Hier nochmal schön zu sehen, das G8 mit Ziffernrohr und mit Trommelmagazin. Nicht mit Gurtzuführung, sondern mit dem normalen Trommelmagazin. Und hier sehen wir auch die andere Mehrzwecktasche, die ich schon angesprochen habe, die mit dem Plastikverschluss. Also auch hier mit der Weste sehr wahrscheinlich das Modell der dritten Generation Multifunktionsweste. Für diesmal vielleicht. Das sieht schon mal eher aus wie ein Hanwag Alaska GTX oder so. Aber ja, wie gesagt, Stiefel nicht so mein Ding. Ähm, ja, Auto komplett abgetarnt mit Blinkern, allem drum und dran. Und so denn damals auf Patrouille gewesen. Handschuh hier noch die KSK Schutz- und Schießhandschuhe sehr wahrscheinlich. Sieht so nach schwarzem Leder hier drunter aus und nicht wie die Fliegehandschuhe. Hier nochmal einen Angehörigen vom KSK mit der Multifunktionsweste zweite Generation. Das hier in der Mitte der Reißverschluss. Hier sehen wir auch noch bei der zweiten Generation. Da sind bei der dritten Generation hier Plastikschnellverschlüsse, die Bundeswehr-Plastikclips.
Und hier sind das noch diese spanischen Verschlüsse, ne? Hier auch KA1 mit dem äh, Handschutz, wo schon die Rissschiene dran ist, von Knights Armament, kurzes EOTech 551. Genau, und hier oben noch die Klettfläche. Hier, also das ist auch der Soldat, den wir vorhin schon mal gesehen haben, bei dem Fahrzeug mit den zwei alten Mehrzwecktaschen der ersten Generation. Da ist hier der Reißverschluss, alles schön abgetarnt. Normale Bundeswehr-Staubschutzbrille, Schemak. Genau. Hier sind wir jetzt bei den Bildern vom General Günzel, also deswegen auch 2003. Der war ja nur bis Ende 2003 im Dienst. Hier beim Truppenbesuch, das hier ist der AGF, der ist auch erst 2003 vorgestellt worden. Was haben wir hier? Hier schon Peltor, Soundtrap, die Headsets im Einsatz. Auch der General trägt die Schutzweste. Diese Bluse hier ist sehr wahrscheinlich schon ein früher Truppenversuch von den Einsatzkampfblusen. Oder vielleicht noch ein Raid-Mod, also selbst umgenäht. Schwer zu sagen, weil 2004 kenne ich auf jeden Fall Truppenversuch, aber heißt ja nicht, dass 2003 vielleicht auch schon welche am Start waren. Genau. Hier nochmal ein Wolf von hinten. Das auch, gehört alles zur Serie vom Truppenbesuch von Herrn Günzel, beziehungsweise die wurden alle zusammen mal veröffentlicht. Leider weiß ich nicht mehr, in welchem Magazin. Ich kann jetzt die Quelle nicht genau angeben, ob das damals im Stern, Fokus oder sonst wo erschienen ist. Gehen wir jetzt einfach mal so durch. Wenn es einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. So, ganz gut auf jeden Fall hier hinten zu erkennen, steht Fat Boys auf dem Wolf. Noch eine 2 dran, ob das auch zweite Kompanie ist, schwer zu sagen. Aber hier Mela Spezialkräfte, hier ist sogar der Unterleibschutz mit angebracht. Scheint schon sehr, sehr kalt zu sein. Hier der Kamerad auch die Mela Spezialkräfte. Und sehr wahrscheinlich trägt er hier auch die Lochkoppel. Hier oben sieht es aus wie dieser Plastikschnellverschluss, der auf Brusthöhe ist. Ähm, schwer zu sagen, aber wäre auf jeden Fall eine Option. Hier irgendwie ein Karabiner oder sowas noch und hier drüben das Kampfmesser vom KSK, damals ja, an dem Schulterriemen angebracht, von dem, ja, was auch immer er jetzt trägt, ist halt nicht zu 100% zu erkennen. Ja, hier hinten unter der Plane abgedeckt nochmal ein Maschinengewehr 3 für den Backseater, der nach hinten sichert. Hier vorne haben wir auch noch eins. Was hier noch ganz cool ist, ist, dass wir hier sehr wahrscheinlich schon eine Wüstentarnplane haben. Hier natürlich hier der Dreifarb Flecktarn und dann der Wüstentarn, der von den Farben her nochmal anders war. Ein weiteres Bild vom Günzelbesuch. Ähm, Hier ein AGF mit Granatmaschinenwaffe drauf. Hier der Soldat trägt sehr wahrscheinlich ein V2-Kommando Chestrick. Jedenfalls sehen die Taschen so ein bisschen aus, vielleicht noch selber modifiziert mit Plastik-Nillverschlüssen. Ja, hier auch Peltor Soundtrap und hier, wie angesprochen, eine frühe Einsatzkampfbluse. Der Kamerad hier vorne sehr schwer zu erkennen, was da noch getragen wird, aber auf jeden Fall auch das der Peltor Soundtrap. Alter, Junge, los hier. So, dann wird es jetzt hier nochmal ein bisschen spannender. Auch hier irgendjemand zu Besuch. Gehört auch zu dieser Serie, wo der General zu Besuch war. Auf jeden Fall erstmal sehr löblich, dass hier eine Flecktarn kurze Hose getragen wird. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache so. Genau. Ähm, ja, hier drüben Funkgerät PRC 117, sehr wahrscheinlich damals noch von den Amerikanern bekommen. Hier vorne ein Notfunkgerät. Das genaue Modell kenne ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass ein Notfunkgerät ist. Die haben ganz oft diese klappbaren Antennen da dran. Hier haben wir ein HRM 7000. Ja, hier vorne sieht so aus, als ob hier das Motorola XTS liegt. Dann haben wir hier das Vecti äh, Beobachtungsfernrohr. Monokular heißt das, glaube ich, im Bundeswehrdeutsch. Ansonsten ist Hersteller, meine ich, das ist, glaube ich, Zeiss. Ja, wenn ich da sonst falsch bin, gerne nochmal dazu schreiben. Ähm, genau. Hier drüben geht es weiter mit G8, G36, KA2, MP5 SD mit Zielfernrohr. Hier eben nochmal ein KA2 mit 2 Bein.
Und davor haben wir nochmal das Zeiss, ist auf jeden Fall von Zeiss, also auf jeden Fall Laserentfernungsmesser, äh, Harlem, Halem ist, meine ich, die Abkürzung Harlem. Genau. Also das alte äh, Modell, was ich weiß gar nicht, ob das noch irgendjemand in der Bundeswehr nutzt. Mit dem neuen Laserentfernungsmesser hat sich da, glaube ich, einiges dann verabschiedet. Genau, ansonsten, ja, soweit, glaube ich, alle Geräte, alles, was man irgendwie hier sieht, mal eben angesprochen. Ja, Laserlichtmodul, Granatwerfer, 40 Millimeter AG. Genau, sonst bei den Leuten hier auch nichts mehr großartig zu erkennen. Ja, auf der Basecap, auch hier könnte wieder das gleiche Motiv drauf sein wie vorhin angesprochen. Ja. So, dann haben wir hier zwei Kameraden im Wolf oder Serval, schwer zu erkennen. Der hier vorne trägt wieder die Multifunktionsweste zweite Generation. Hier die Tasche fürs SEM 52, Helltor Soundtrap, Bundeswehr, Staubschutzbrille. Der Kamerad hier drüben, so wie die Schultergurte aussehen, ist das ein Kajak-Chestrick. Genau, hier im Kartenkunde vor der Abfahrt sind noch im Lager. Hier drüben sind die Heskos und Container. Genau. Ansonsten, ja, beide Schmock an. Hier sieht man schön die Klettfläche oder eben den IR-Patch. Hier oben drauf nochmal Klebeband mit der Blutgruppe da drin, wahrscheinlich IFAK oder Tourniquet. Also früher die selbstgebauten Tourniquets. Ähm, genau. Hier Bundeswehr Expander in Oliv, falls noch jemand interessiert, und Karabinerhaken. Genau. Hier haben wir zwei Kommandosoldaten, die ein AT-4 verschießen, also eine Panzerabwehrwaffe. Der Amerikaner, der drüben trägt noch den Bundeswehr-Springerhelm mit Lucy-Montage. Genau. Wo ich es gerade sage, so hier sieht es gerade ein bisschen so aus. Vielleicht ist es sogar der General selbst. Äh, wer weiß. So, das Bild hatte ich vor kurzem schon mal bei der letzten Version der Multifunktionsweste, also der Multifunktionsweste Einsatz, wo auch das Chest-Trick mit dabei ist. Und da habe ich ja mal gezeigt, wo wie was herkommt. Und hier sehen wir auch sehr wahrscheinlich den Seppo, den Gründer von Lindenhof Taktik, hier mit seinem selbstgenähten, also mit der Version, die es später in ähnlicher Form in diesen Satz geschafft hat. Hier oben noch angebracht ein Nebel, auch hier Peltor Soundtrap, PTT. Mela Spezialkräfteweste hier mit einem Laserentfernungsmesser, Laserentfernungsmesser, ob das jetzt schon das neuere Lem ist oder das Harlem, kann ich nicht sagen. Aber auch hier sehen wir die Bluse, Einsatzkampfbluse möglicherweise, auch ein Truppenversuch oder selbstgenäht. Ähm, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Da bräuchte man halt echt eine Quelle, die da irgendwie dabei war oder schon irgendwie vielleicht auch mal einen Truppenversuch aus der Zeit gesehen hat, weil, wie gesagt, Truppenversuch habe ich von 2004 gesehen mit einem Label. Ja, auch hier wieder Pelton, wahrscheinlich eine gute Oakley und hier der General Günzel hinter der GMW, gerade bei einer Einweisung. Das dürfte jetzt sehr wahrscheinlich das letzte Bild sein. Ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frontseite von dem, was wir vorhin schon bei den anderen Kameraden gesehen haben, recht kalt schon. Hier oben Milan Abschussgerät, ja, Kameraden hinten drauf, gibt's vielleicht noch irgendwie 'n Snack oder so, schwer zu sehen sagen. Hier vorne auch wieder Peltor Soundtrap. Hier sehen wir noch mal sehr schön das Kajak Chest Rig. Hier sieht's auf jeden Fall so aus, aber gut, die Farben leuchten auch sehr. Vielleicht ist da noch irgendwas mit dem Filter gemacht worden oder mit der Helligkeit. Ob das jetzt schwarze Gurtbänder sind oder Oliv. Ich tippe ein bisschen auf Oliv gerade, aber eben halt schwer zu sagen. Und hier sehen wir schön auch die erste Generation Wüstensmog, äh, die erste Generation Wüstenhose, beides von Chara. Hier noch die Frontflächen abgetan, ein bisschen. Hier unten drunter trägt er nochmal Flecktarn, also vielleicht hat er noch einen zweiten Smog unten runtergezogen, damit es ein bisschen wärmer ist. Es plustert sich auf jeden Fall hier so ein bisschen auf. Was genau es ist, ist halt so nicht nachvollziehbar. Genau, aber das gute Kajak Chestrick auf jeden Fall mit dabei. Stiefel, diesmal vielleicht der alte dienstlich gelieferte Bergstiefel vom KSK, der Meindl Glockner. Sieht auf jeden Fall von ein bisschen mit dieser Gummilippe so aus. Aber wie gesagt, ist halt immer so ein bisschen
spekulativ. Hier vorne haben wir noch ein Strobe Light MS-2000, was am Fahrzeug angebracht ist, um sich eben kenntlich zu machen, auch über IR. Waffen liegen noch vorne auf der Motorhaube, also wahrscheinlich kurz vor Abfahrt. Jo, das war's auch für heute. Nochmal so ein bisschen auf einige Bilder eingegangen. Ich glaube, für den Zeitraum kriege ich vielleicht nochmal genug Bilder zusammen für noch mal 'ne eigene Folge. Und ansonsten gucken wir uns beim nächsten Mal was anderes im Gear Reference Video an. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Denkt dran, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, wer Bock hat. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.